Alle Gründe, eine Revolution zu machen, sind gegeben. Keiner fehlt. Das Scheitern der Politik, die Arroganz der Mächtigen, die Herrschaft des Falschen, die Vulgarität der Reichen, die Industriekatastrophen, das galoppierende Elend, die nackte Ausbeutung, der ökologische Untergang. Von nichts werden wir verschont, nicht einmal davon informiert zu sein. Klima 2016 heißestes Jahr, lautete eine Schlagzeile der Zeitung Le Monde, die sich mittlerweile fast jedes Jahr wiederholt. Alle Gründe sind gegeben, aber nicht die Gründe machen eine Revolution, sondern die Körper. Und die Körper sitzen vor den Bildschirmen. Es geht nicht mehr darum, diese Welt zu kommentieren, zu kritisieren, anzuprangern. Wir leben umgeben von Schwaden an Kommentaren und Kommentaren über die Kommentare, Kritiken und Kritiken der Kritiken, Enthüllungen, die nichts bewirken, außer Enthüllungen über die Enthüllungen. Dieser Nebel beraubt uns jeden Zugriffs auf die Welt. Es gibt nichts zu kritisieren bei Donald Trump. Das Schlimmste, was man über ihn sagen kann, hat er bereits aufgegriffen, sich einverleibt. Er verkörpert es. Mit allem, was man ihm vorwerfen könnte, brüstet er sich. Er ist seine eigene Karikatur. Und stolz darauf. Selbst die Schöpfer von South Park werfen das Handtuch. Es ist wirklich kompliziert jetzt, wo die Satire Wirklichkeit geworden ist. Wir haben wirklich versucht, über das zu lachen, was da gerade passiert, aber wir konnten nicht folgen. Was passiert ist, war so viel komischer als alles, was wir uns ausdenken könnten. Daher haben wir beschlossen, die Sache fallen zu lassen, Sie Ihre Komödie spielen zu lassen und wir werden unsere eigene machen. Wir leben in einer Welt, die sich jenseits jeder Rechtfertigung eingerichtet hat. Kritik kann da nichts mehr ausrichten, Satire ebenso wenig. Sie verpuffen. Weiterhin Diskriminierung, Unterdrückung, Ungerechtigkeit anzuprangern und darauf zu warten, dass dies etwas bringt, ist überholt. Die Linksradikalen, die glauben, man könne noch immer etwas bewirken, wenn man am schlechten Gewissen ansetzt, täuschen sich schwer. Sie können noch so sehr öffentlich ihre Wunden lecken, ihr Klagelied anstimmen und glauben, damit Sympathie zu erheischen. Sie werden nur Verachtung ernten und den Wunsch, sie zu vernichten. Opfer ist in allen Stadtvierteln der Welt zum Schimpfwort geworden. Die heutige Zeit bringt erstaunliche historische Verkürzungen hervor. Die Demokratie wurde in der Art, wie der frisch gewählte Alexis Tsipras unaufhörlich seine Kapitulation verhandelte, gerade dort begraben, wo sie vor 2500 Jahren entstanden ist. Auf ihrem Grab kann man ironischerweise die Worte des deutschen Wirtschaftsministers Wolfgang Schäuble lesen: Wir können nicht zulassen, dass Wahlen etwas ändern. Am hervorstechendsten ist aber, dass das geopolitische Epizentrum der Fragmentierung der Welt genau dort liegt, von wo vor 5000 Jahren ihre Vereinheitlichung unter dem Begriff Zivilisation ihren Ausgang genommen hat: in Mesopotamien. Ein gewisses geopolitisches Chaos, das die Welt zu erobern scheint, geht genau vom Irak und Syrien aus, das heißt genau von dem Ort, von dem ihre allumfassende Ordnung ausgegangen ist. Die Schrift, die Buchführung, die Geschichte, die königliche Justiz, das Parlament, die gezierte Landwirtschaft, die Wissenschaft, das Maß, die politische Religion, die Palastintrigen und die Pastoralmacht. Die ganze Art, so zu tun, als regiere man zum Wohl der Untertanen, aus Sorge um die Herde und ihr Wohlergehen. Alles, worauf zurückzuführen ist, was wir heute als Zivilisation bezeichnen, all dies war 3000 Jahre vor Jesus Christus das Markenzeichen der Königreiche von Akkad und Suma. Natürlich wird es Versuche geben, einen neuen konfessionellen Staat im Irak zusammenzuschustern. Natürlich werden die internationalen Interessen in Syrien zu chaotischen Maßnahmen des State-Building führen. Doch in Syrien wie im Irak ist die verstaatlichte Menschlichkeit am Ende. Die Konflikte haben sich bereits zu sehr zugespitzt, als dass eine aufrichtige Versöhnung möglich wäre. Die Aufstandsbekämpfung, die das Regime von Bashar al-Assad mit der bekannten Unterstützung seiner Bevölkerung geliefert hat, ist bereits dermaßen extrem, dass keine Verhandlung mehr in so etwas wie einen neuen syrischen Staat münden könnte, der dieses Namens würdig wäre. Die Schatten der Toten aber lassen sich nicht durch TNT-Fassbomben bändigen. Wer immer sich damit befasst hat, was die europäischen Staaten in ihrer Glanzzeit waren, kann nicht umhin, in dem, was heute davon unter dem Namen Staat noch übrig ist, nur ein Scheitern zu sehen. Nuit debout in Paris war alles Mögliche. Ein Ort der Versammlung und ein Ausgangspunkt für aufsehenerregende Aktionen aller Art. Es war ein Ort schöner Begegnungen, informeller Gespräche aller Art, der Wiederbegegnung nach den Demonstrationen.
Doch wenn es einen grundlegenden Mangel gab, der Nuit Debout von Anfang an auszeichnete, dann den, dass unter dem Vorwand, über die klassische Politik hinauszugehen, deren Hauptaxiom reproduziert und inszeniert wurde, nämlich, dass die Politik ein besonderer, sich vom Leben unterscheidender Bereich sei. Eine Tätigkeit, die darin bestehe, zu schwatzen, zu diskutieren und abzustimmen. So glich Nuit Debout letztlich einem imaginären Parlament, einer Art legislativem Organ ohne Exekutive und somit einer öffentlichen Darbietung von Machtlosigkeit, wie sie den Medien und Regierenden gut in den Kram passt. Was sich bei Nuit Debout ereignet, oder besser gesagt nicht ereignet hat, fasst eine Teilnehmerin wie folgt zusammen. Die einzige gemeinsame Haltung hier ist vielleicht der Wunsch nach endloser Diskussion. Das Unausgesprochene und das Vage wurden immer bevorzugt, anstatt Stellung zu beziehen, was zwangsläufig Unterschiede betont und damit angeblich nicht einschließend ist. Ein anderer zieht folgende Bilanz. Eine Abfolge von auf 2 Minuten limitierten Wortmeldungen, denen nie eine Diskussion folgte, musste zwangsläufig langweilig werden. Nachdem die Überraschung verflogen war, dass so viele Leute das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen, verloren diese Treffen angesichts des Fehlens jeder Herausforderung ihren Sinn. Wir waren hier, um uns zu treffen. Die Regel trennte uns. Wir waren hier, um dem Fluch unserer jeweiligen Einsamkeit zu entkommen. Die Versammlungen machten sie im Gegenteil brutal sichtbar. Die Versammlung sollte für mich der Ort sein, wo sich das Kollektiv erprobt, spürt, belastet, sucht und letztlich, und sei es auch nur punktuell, erklärt. Dafür hätte es aber wirklich Diskussionen geben müssen. Doch wir haben nicht zueinander gesprochen, wir haben einer nach dem anderen gesprochen. Im allgemeinen Unverständnis entfaltete sich das Schlimmste, das, was wir auf dem Platz abwenden wollten, die kollektive Machtlosigkeit, die das Spektakel versammelter Einsamkeiten mit der Erfindung eines aktiven Kollektivs verwechselt. Politik hätte nie ein Substantiv werden dürfen. Es hätte ein Adjektiv bleiben müssen, ein Attribut und keine Substanz. Es gibt Konflikte, Begegnungen, Aktionen, Wortmeldungen, die politisch sind, weil sie in einer gegebenen Situation entschieden gegen irgendetwas auftreten, weil darin eine bejahende Aussage zu der Welt enthalten ist, die sie sich wünschen. Politisch ist, was im geordneten Verlauf des Desasters auftaucht, zum Ereignis wird, sich eine Bresche schlägt. Das, was Polarisierung, Teilung, Parteinahme hervorruft. Aber so etwas wie die Politik gibt es nicht. Es gibt keinen eigenständigen Bereich, der all diese Ereignisse, all dieses unabhängig von Ort und Zeit des Erscheinens Auftauchende zusammenbringt. Man muss es nur aussprechen, um den Betrug zu wittern. Mögen 80% der Franzosen noch so sehr beteuern, nichts von der Politik zu erwarten, dem Staat und seinen Institutionen vertrauen doch 80%. Kein Skandal, kein bewiesenes Fehlverhalten, keine persönliche Erfahrung in diesem Land kann den Respekt vor den Institutionen ernsthaft erschüttern. Es sind immer die Menschen, die sie verkörpern, denen Vorwürfe zu machen sind. Fehlverhalten, Missbrauch, Versagen mag es ausnahmsweise geben. Die Institutionen selbst sind, darin der Ideologie ähnlich, dauerhaft geschützt davor, durch Fakten widerlegt zu werden. Der Front National musste nur versprechen, die Institutionen wiederherzustellen, um sich von einer beunruhigenden zur beruhigenden Kraft zu mausern. Das erstaunt kaum. Die Wirklichkeit hat etwas Chaotisches an sich, das die Menschen stabilisieren müssen, indem sie ihr eine Lesbarkeit und damit Vorhersehbarkeit aufzwingen. Jede Institution verschafft gerade diese arretierte Lesbarkeit der Wirklichkeit, eine letzte Stabilisierung der Phänomene. Die Institution kommt uns deshalb so entgegen, weil die Art der Lesbarkeit, die sie gewährleistet, uns allen, jedem von uns, insbesondere erspart, irgendetwas zu bejahen, unsere spezifische Lesart des Lebens und der Dinge in Frage zu stellen, zusammen ein uns eigenes, gemeinsames Verständnis der Welt zu entwickeln. Das Problem ist, dass der Verzicht darauf
schlicht den Verzicht zu existieren bedeutet. Es bedeutet, vor dem Leben zu kapitulieren. Der Kapitalismus besteht nicht so sehr darin, zu verkaufen, was erzeugt wurde, sondern darin, verbuchbar zu machen, was noch nicht erzeugt ist, bewertbar zu machen, was noch am Tag vorher absolut unschätzbar war, neue Märkte zu schaffen. Hierin liegt die unermessliche Reserve der Akkumulation. Der Kapitalismus ist die universelle Ausweitung der Messung. In der Wirtschaft nennt sich die Theorie der Geizhälse Theorie des Humankapitals. Das klingt besser. Die OECD definiert sie heute als Summe aus Wissen, Qualifikationen, Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften, die dem Einzelnen ermöglichen, persönliches, soziales und wirtschaftliches Wohlbefinden zu erreichen. Der Linksökonom Joseph Stiglitz geht davon aus, dass das Humankapital heute zwischen 2/3 und 3/4 des Gesamtkapitals ausmacht, was dem unironisch gemeinten Titel von Stalin recht gibt: Der Mensch als wichtigstes Kapital. Seit Locke hat jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen Person. Die Arbeit seines Körpers und das Werk seiner Hände sind im eigentlichen Sinne sein Eigentum, was in Lockes Denken weder Knechtschaft noch Kolonisierung ausschließt. Marx machte den Menschen zum Besitzer seiner Arbeitskraft, eigentlich eine ziemlich mysteriöse metaphysische Einheit. In beiden Fällen aber ist der Mensch Eigentümer von etwas, dessen er sich entäußern konnte, ohne dadurch seine Unversehrtheit aufzugeben. Äußerlich war er etwas anderes als das, was er verkaufte. Mit der Theorie des Humankapitals ist der Mensch weniger Eigentümer eines unbestimmten Konglomerats aus kulturellem, beziehungsmäßigem, beruflichem, finanziellem, symbolischem, sexuellem, gesundheitlichem Kapital, als vielmehr selbst dieses Konglomerat. Er ist Kapital. Er vermittelt unaufhörlich zwischen der Steigerung seines Kapitalwerts und dem Faktum, dass er diesen auf dem einen oder anderen Markt zu Geld machen muss. Er ist untrennbar Produzent, Produkt und Verkäufer dieses Produkts. Die Fußballer, die Schauspieler, die Stars, die erfolgreichen YouTuber, deren Wert vollständig mit dem zusammenfällt, was sie sind die logischen Helden der Zeit des Humankapitals. Die Mikroökonomie wird so zur allgemeinen Verhaltenswissenschaft, sei es im Unternehmen, in der Kirche oder in der Liebe. Jeder wird also ein von der ständigen Sorge um Selbstinwertsetzung, vom vitalen Zwang zur Eigenwerbung getriebenes Unternehmen. Der Mensch wird wesensgemäß Optimierungsgeschöpf, ein Geizhals. Die sozialen Medien entwerfen daraus logisch die Zukunft allseitiger Bewertung, die uns bevorsteht. In diesem Punkt kann man sich auf die Prophezeiungen von Black Mirror ebenso verlassen wie auf jene einer enthusiastischen Beobachterin der heutigen Märkte. Stellen Sie sich vor, dass Sie morgen bei jedem Wort, das Sie im Netz posten, bei jedem Chat, jedem Austausch, jedem Treffen, jeder Transaktion, jedem Teilen oder sonstigem Online-Verhalten die Folgen abschätzen müssen, die das für Ihren Ruf hat. Bedenken Sie dann, dass Ihr Ruf nicht mehr eine Art von immaterieller Duftnote sein wird, die manche bei ihren Freunden und Berufskollegen ausforschen könnten, sondern ein veritabler Nachweis der universellen Vertrauenswürdigkeit, die durch komplexe Algorithmen erhoben wird, in dem unzählige Informationen zu Ihrer Person im Netz miteinander verknüpft werden. Willkommen in einer drohenden Zukunft, in der Ihr Ruf konkret, universell und allen zugänglich erfasst sein wird. Ein Sesam öffne dich für Beziehung, Beruf, Geschäfte, das Ihnen die Tür zu einer Bewerbung für Carsharing, ein Date, einen Verkauf auf eBay oder Amazon öffnet oder verschließt. Oder mehr noch, diesmal in einer sehr greifbaren Welt, zu einem beruflichen Treffen, einer Immobilientransaktion oder einem Bankkredit. Unsere Äußerungen im Netz werden von nun an zunehmend die Grundlage für unsere Reputation bilden. Mehr noch, unser sozialer Wert wird ein wichtiger Indikator für unseren wirtschaftlichen Wert werden.